Hallo ihr Lieben, wir haben einen weiteren verlassenen Ort aufgesucht. Diese Gebäude aufzusuchen hat uns bedrückt, aber was wir bei der späteren Recherche herausfanden, ist so traurig, dass wir es kaum in Worte fassen können. Trotzdem haben wir es versucht. Hier ist die Geschichte. Auf diesem Areal, das zuletzt durch sowjetische Streitkräfte als Krankenhaus genutzt wurde, befand sich früher eine Landesirrenanstalt. Gebaut wurde die Landesirrenanstalt ab 1904. Im Internet ist dieser Lageplan von 1908 zu finden, welcher mich durch manche Bezeichnungen ziemlich bestürzt hat. Es gab Häuser für ruhige oder verblödete Kranke, unruhige, zerstörungswütige Frauen oder ein Haus für kriminelle Kranke und Siechenhäuser und vieles mehr. Unmittelbar in der Nähe der Klinik gab es sogar ein Wärterdorf. Diese Namensgebungen werden heute in Deutschland glücklicherweise nicht mehr offiziell verwendet. Ich kann nur erahnen, wie es damals für die Patienten war. Mit dem Wissen, für welche Krankheiten die Häuser nun dort standen, geht man wirklich mit einer anderen Stimmung über dieses große Grundstück. Der Architekt war Theodor Göke und die Landesirrenanstalt Hauptanstalt konnte 1908 fertiggestellt werden. Diese war auch für damalige Verhältnisse sehr modern gebaut und verfügte beispielsweise über ein eigenes Stromnetz und eine Infrastruktur, um sich selbst zu versorgen. Die Hauptanstalt mit Lazarett hatte eine Kapazität für bis zu 1050 Kranke. Sie wurde im Pavillonstil gebaut. Diese Bauweise von Kliniken wurde am Ende des 19. Jahrhunderts bzw. Anfang des 20. Jahrhunderts genutzt, um Patienten in kleineren Gruppen und im Grünen genesen zu lassen. So sollte die Ausbreitung von Ansteckungen vermieden und der Aufenthalt der Patienten angenehmer werden. Im Ersten Weltkrieg wurde die Anstalt als Lazarett für verwundete Soldaten genutzt. Bei der Hochinflation geriet die Klinik in wirtschaftliche Schwierigkeiten, die sogar zur Schließung im Jahre 1923 führte. 1924 wurde sie aber wieder eröffnet und behandelte bis 1931 ca. 1500 Patienten. Die dunklen Kapitel der deutschen Geschichte haben auch Spuren in Teupitz hinterlassen. Im Nationalsozialismus 1933 bis 1945 wurde die Bevölkerungs- und Gesundheitspolitik mit der menschenverachtenden Ideologie der Nationalsozialisten angeglichen. Teil von dieser war es unter anderem, lebensunwertes von lebenswertem Leben zu trennen. Bekannt ist, dass 1884 Patienten mit geistiger oder körperlicher Behinderung in die Klinik Teupitz transportiert und von dort aus in zentrale Tötungsanstalten gebracht wurden. Dies geschah im Rahmen der Aktion T4. T4 ist die Abkürzung für die Tiergartenstraße in Berlin, in der die systematische Ermordung seelisch, geistig und körperlich behinderter Menschen koordiniert wurde. Auch wurden im Rahmen der Aktion T4 in Teupitz über 1000 Zwangssterilisationen durchgeführt. Selbst als die Aktion T4 im Jahr 1941 beendet wurde, so deuten Einträge in Akten aus Teupitz darauf hin, dass weiterhin dezentral gemordet wurde. Die Anstaltsleiter der Klinik Teupitz haben wohl die grauenvollen Maßnahmen im damaligen Gesundheitswesen befürwortet, denn alle Leiter und Ärzte waren bei Kriegsende Mitglied der NSDAP und keiner hat den ihnen anvertrauten Patienten geholfen. Das ist eine schreckliche Geschichte und wenn man weiß, welche Ängste und Nöte bei diesen Menschen vorhanden waren und wir in diesen Häusern umhergingen, läuft es einem eiskalt den Rücken runter. Zur Zeit des Zweiten Weltkrieges richtete die Wehrmacht hier auch ein Speziallazarett ein. Durch Luftangriffe erfolgten immense Schäden an den Gebäuden und auch starben viele Patienten oder erlitten Verwundungen. Im April 1945 besetzte die Rote Armee die Stadt und auch die Klinik. Die Anstaltsleitung, genannt in Teupitzer Volksmund Knochenkahl, und auch der Oberarzt wurden verhaftet. Über deren Verbleib ist bis heute nichts bekannt. Vermutlich starben sie in sowjetischer Haft.
Den größten Teil des Areals nutzten die sowjetischen Streitkräfte als Klinik und wurden aus der Zentrale in Wünsdorf geleitet. Verschiedene Bereiche waren für einfache Soldaten, für Offiziere, Alkoholiker und psychisch Kranke vorgesehen. Auch Stationen wie beispielsweise die Chirurgie, Entbindung und H&O entstanden, aber auch öffentliche Teile wie ein Club, eine Bibliothek oder eine Einkaufshalle. Es arbeiteten bis zu 500 Menschen dort. Die Klinik unterstand einem hohen medizinischen und hygienischen Standard und in Notfällen wurde auch Deutschen Eintritt gewährt. Ein kleiner Teil des Geländes wurde als Nervenklinik des Ministeriums für Gesundheitswesen der DDR genutzt. Ab 1976 hat man sich hier auf Alkoholsuchtkranke konzentriert. Dann haben wir aber mal weiter recherchiert, wie es denn genau hier in der DDR war. Nun kommen weitere schreckliche Nachrichten. Erst einmal hat das Ministerium für Staatssicherheit, MfS, der Geheimdienst der DDR, eng mit dem damaligen Chefarzt zusammengearbeitet und Zugriff auf die Patientenakten gehabt. Teupitz war wohl auch ein wichtiger Standort für den russischen Geheimdienst und auch für die Stasi. Dort wurden Eliteeinheiten ausgebildet. Durch die Zusammenarbeit mit der Klinikleitung konnte die Stasi die Psychiatrie für ihre operativen Zwecke nutzen. Ich möchte gerne von einem Mann berichten. Ein ehemaliger Patient hat in den 70er Jahren seine Erlebnisse notiert, denn ein Arzt der Psychiatrie Teupitz wollte nämlich dem Patienten helfen und die grauenvollen Zustände anzeigen. Der Patient berichtete von schwersten Misshandlungen, Schläge, Hunger und Isolationshaft. Auch wurden Psychopharmaka verabreicht und es herrschte absolute Willkür. Der Arzt, der helfen wollte, kam aber daraufhin selbst in die Psychiatrie mit der Begründung, dass er unter Wahnvorstellungen leide. Heute weiß man, dass auch die Akten der Stasi den Wahrheitsgehalt der Aussagen des Patienten bestätigen. In Teupitz gab es Isolationshaft, das heißt wochenlange Unterbringung allein in einer Zelle. Dabei gab es spezielle Kost, nämlich die Schleimkost in Form von Haferflocken mit Wasser. Nichts anderes. Die Patienten wurden willenlos gemacht. Passten sie sich nicht an, so wie es gewollt war, bekamen sie noch 6 Spritzen pro Tag dazu. Weitere medizinische Mittel waren beispielsweise die Elektroschocktherapie ohne Narkose oder Verabreichung von Luftköpfen. Das heißt, es wurde eine Spritze mit langer Nadel verwendet und der Rückenmarkskanal punktiert und dann mit der Spritze Luft verabreicht. Dies verursachte erhebliche Schmerzen. Somit vergingen den Patienten jegliche Wünsche, sie wurden gebrochen. Die Patienten nannten den Chefarzt Iwan den Schrecklichen, der angesichts seiner Methoden auch nach geltendem Gesetz der DDR ein Straftäter war. Doch das half auch nicht, denn die Behörden der DDR wussten davon und belohnten den Chefarzt sogar noch mit der Auszeichnung Verdienter Arzt des Volkes. Das MfS schützte den grauenvollen Chefarzt, denn er war hilfreich. Er gab Einblicke in die Akten und befragte sogar die Patienten. Auch spezifische Maßnahmen für den MfS führte der Chefarzt durch. Wenn man das alles liest, ist man wütend und sprachlos. Die Opfer dieser Folter haben heute so gut wie keine Chance, ihre erlittenen Qualen anerkennen zu lassen. Dem ersten Anschein nach waren sie Kranke, die medizinisch betreut wurden. Die Menschen in dieser Klinik haben lange Jahre schreckliche Dinge durchmachen müssen. Nichts, rein gar nichts, kann diese Zustände erklären und verharmlosen. Heute sind die meisten Gebäude und die Parkanlage denkmalgeschützt. Einige Teile wurden von der heute anliegenden neuen Klinik genutzt und einige Häuser wurden saniert und bewohnbar gemacht. Doch ein großer Teil ist sich selbst überlassen und verfällt, und das schon seit 1994, seitdem die sowjetischen Streitkräfte abgezogen sind.
An der Glastür steht: unbefugter Eintritt verboten. Am Eingang des Parks haben wir diese Informationstafel gesehen, wo auch im Russischen steht Information. Bei dem Bottich steht übersetzt Milch drauf. Die russische Schrift haben wir versucht zu übersetzen und da heißt es Fenster für schmutziges Geschirr. Dieses Schild haben wir auch versucht zu übersetzen. Und in der ersten Zeile steht wohl Informationsstand, in der zweiten Zeile steht Büro für Legalisierung und Erfinder, könnte aber auch Übersetzungsbüro heißen, wir sind da nicht ganz sicher. Dann ist da unten irgendwie ein Zitat, das könnte sein: Beschleunigung der sozioökonomischen Entwicklung, eine dringende Aufgabe. Aber so ganz schlau sind wir auch nicht raus geworden. Aber so in etwa könnte das sein. Das Zitat ist von Michail Gorbatschow. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht es gut und bleibt gesund.